So, liebe Freunde des Lebens, liebe Freunde der Selbstoptimierung, hört auf, euch selbst zu optimieren, lasst es einfach laufen, lasst es so weit laufen, dass das Leben gefördert wird. Heute möchte ich euch ein Beispiel sagen, was extrem wichtig ist. Die Uhr brauchen wir alle, klar. Die Uhr ist aber auch ein Unterdrückungsinstrument. Das erste Unterdrückungsinstrument für alle Lohnsklaven. Alle sind Lohnsklaven, die morgens um 9 bis 17 Uhr irgendwo arbeiten müssen, entfremdet, wie Karl Marx sagte. Entfremdet heißt nicht im eigenen Sinne, maximal vielleicht für ein Monatsgehalt, aber die eigenen Gedanken abgeschaltet haben. Deshalb brauchen die Unterdrücker die Uhr und wir unterdrücken uns selbst, weil wir so einen Wert wie Pünktlichkeit und sowas verinnerlicht haben. Wir stehen kurz vor einem Paradigmenwechsel. Künstliche Intelligenz, Aussterben der Regenwürmer und anderer wesentlicher Teile des Lebens, die uns auch am Leben erhalten. Bei den Bäumen weiß das jeder, aber ob es bei den Regenwürmern jeder weiß oder ob es bei den Insekten jeder weiß, ich weiß es nicht, ob es jeder weiß, aber ich fürchte, es weiß nicht jeder. So, die Uhr als Unterdrückungsinstrument, Paradigmenwechsel, wir müssen umdenken. Im letzten Video habe ich gesagt, die ganz große Kohle, also die großen Vermögen, über eine Milliarde, verwandeln in Lebensformen. Wie das geht, weiß keiner, müssen wir gemeinsam entwickeln. Ein paar Ideen kann man haben. Eine Idee kommt jetzt. Wie wäre es denn, wenn wir uns bei den naturnahen Völkern Beispiele nehmen? Ein Beispiel könnte sein, es gab einen Stamm, weiß gar nicht wo, die haben Menschen auf das Härteste bestraft, ob durch Missachtung oder sogar mit dem Tode, wenn sie ein schlafendes Kind geweckt haben. Schlafende Kinder wecken ist meiner Meinung nach eine Sünde gegen die Natur, gegen die Selbstbestimmung, gegen die Freiheit, gegen die Lebensenergie. Lassen wir Kinder schlafen und wecken wir sie nicht, für 9 Uhr macht die Kita zu. Nein, Kinder lassen wir schlafen. Und organisieren wir um schlafende Kinder herum unser Leben. Das ist jetzt möglich, dank der immensen technischen Möglichkeiten. Wie kann das gehen? Ja, Paradigmenwechsel. Es kann gehen, wenn wir nicht mehr pünktlich sind, wenn wir nicht mehr für Geld arbeiten und auch nicht auf Arbeitsplätze schielen. Und das ist die 4. Hauptbotschaft. Wir brauchen sinnvolle Arbeitsplätze. Und wir müssen Skin in the Game tun, eigene Haut ins Leben tragen und nicht irgendwie, ich gehe da hin und mache einen Job als Folterknecht, als Waffenproduzent, als Atombombenbauer, als Grundlagenforscher, als Professor, irgendwas Langweiliges tun, das Liebesleben des Vorderzehs der Ameise, immer weiter, immer weiter. Nein, wir brauchen sinnvolle Arbeitsplätze. Und was sinnvoll ist, das weißt du selbst ganz, ganz, ganz genau. Such dir sinnvolle Tätigkeiten, nicht Arbeit, Tätigkeiten. Sei sinnvoll tätig und sei voller Vertrauen auf deinen eigenen Bauch. Und der Gedanke, die Welt herumzubauen, nicht nur um das nächste große Bankkonto, um die große Milliarde vielleicht, um das nächste Start-up, was ich für 3-stellig Millionen verkaufen kann. Nein, wie kriegen wir es hin, eine Gesellschaft so zu organisieren, dass wir alle lebendig sein können, wirklich lebendig. Und zum Leben gehört der Tod und zum Leben gehört der Schlaf, auch der Schlaf von Kindern und natürlich alten Männern, alten, weisen Männern auch. Lassen wir die Kinder schlafen und organisieren wir unser Leben so und nicht nach der Uhrzeit. In diesem Sinne, liebe Freunde, denkt selber nach, wie wir das Leben umorganisieren können. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel und es hat angefangen mit Fridays for Future und anderen kleinen Dingen. Trau deinem Bauch,
Und trau nicht unbedingt deinem vielleicht schlechten Chef. Wenn du einen guten Chef hast, trau ihm, lass dich stark machen und arbeite mit ihm zusammen. Trau deinem Bauch, du weißt alles, was du wissen musst. Wenn du dich schlau machen willst, hier hast du die Gelegenheit, die rote Bank. So, und da gibt es noch ein Buch. Das heißt so, was ist wichtig? Dein eigener Bauch, vergiss es nicht und trau dir selbst. Und setz die richtigen Prioritäten und hör auf, an dieser Arbeitsteilung weiterzuarbeiten. Wir müssen das Ganze sehen. Kein Politiker, kein Wissenschaftler schaut das Ganze an. Planet Erde und der dünne Teppich des Lebens. Das ist das Ganze. Du sollst ihn fördern, dazu bist du auf der Welt. Tschö!